Celebration. Deine Zellen, dein Weg. Hi und herzlich willkommen bei Celebration. Heute geht's mal um die Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt man ja. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Wenn ihr eine Diagnose bekommen habt, dann ist natürlich die Welt ein Riesenstrudel. Da sind Ärzte, die auf dich einreden. Du musst überlegen, brauchst du eine Zweitmeinung? Du musst entscheiden, werde ich da operiert? Mache ich diese Therapie? Du musst Freunden und Angehörigen sagen, ich habe Krebs. Du hast vielleicht Kinder und weißt überhaupt nicht, wie du denen sagen sollst, ich habe Krebs. Und ganz wichtig ist, in diesem Trubel auch Ruhe zu finden. Und glaubt mir, ich habe das durchgemacht und ich weiß, wovon ich spreche. Wer noch nie meditiert hat oder sagt, ich kann aber nicht an nichts denken, darum geht es überhaupt nicht. Probiert es aus, setzt euch hin. Und was ihr als erstes macht, ist, ihr atmet einfach. Denn in all dem Trubel vergisst man zu atmen. Man hält die Luft an, weil man gestresst ist, man zieht die Schultern hoch und genau das Gegenteil wollen wir jetzt mal machen. Wir nehmen die Schultern nach unten, obwohl da eine Riesenlast drauf ist. Ja, aber wir lassen sie einfach mal locker. Und wir atmen einfach mal. Und beim Atmen, Leute, die singen, wissen das, beim Einatmen geht der Bauch nach außen, beim Ausatmen wird er wieder flach. Gesangsübungen am Anfang sind auch immer dieses, wo man wirklich drückt nach außen, damit der Bauch nach innen geht beim Ausatmen. Und ich sehe aber immer wieder, dass Leute wirklich falsch rum atmen. Also probiert doch, wenn ihr noch nie meditiert habt oder noch nie Atemtherapie oder Techniken gemacht habt, erstmal zu atmen. Ihr atmet ein, der Bauch ist jetzt nach außen und ihr atmet aus. Der Bauch geht nach innen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir atmen. Und ziemlich sicher, wenn ihr so sitzt, in Ruhe und Entspannung, sofern das möglich ist, dann kommen Bilder und Gedanken und ganz viele Gefühle, die auch vielleicht Angst machen. Und es ist okay. Es ist so, wie es ist. Nimm es an und guck, was du damit machen kannst. Was passiert mit dir? Du bist in dieser Situation, jetzt und hier. Und du kannst mitwirken, dass es dir besser geht. Hab keine Angst davor. Schieb nicht die Verantwortung auf die Ärzte. Erwarte nicht, dass die dich retten. Wer sich rettet, bist immer du selber. Und retten klingt jetzt schon so bescheuert. Es geht nicht ums Retten, aber du musst verstehen, dass du selber mit deinen Aktionen, deinen Gefühlen und Gedanken Sachen verändern kannst. Und was man verändern kann, ist, was man denkt. Wenn einen irgendwas ärgert, kann man selber entscheiden, ärgere ich mich jetzt oder ärgere ich mich nicht. Wenn ich ewig im Krankenhaus, in der Charité, sitzt man manchmal Stunden. Wirklich. Und du sitzt da und du kannst natürlich den Gang auf und ab tigern und dir denken, scheiße, jetzt kommt die andere, ich war doch viel früher da und warum bin ich noch nicht bei der Blutabnahme? Ja, aber wer dich ärgert, entscheidest du. Und was dich ärgert. Also würde ich doch mal sagen, entscheid dich doch gegen das sich ärgern.
Und wenn man in so einem Krankenhausgang sitzt, sind übrigens auch so Atemübungen sehr, sehr hilfreich, weil man sich auf etwas konzentriert, weil man sich zentriert und bei sich bleibt. Wenn ich öfter mal im MRT-Gerät liege, dann dauert die MRT-Untersuchung 1 Stunde fast. Und die Leute, die die Maschine bedienen, kennen mich schon. Die wissen, ich sage immer, ich will Mozart hören, weil wissenschaftlich erwiesen ist. Ihr wisst ja, ich habe ein Faible für die Wissenschaft. Es ist erwiesen, dass Mozart sich positiv auf die Körperzellen auswirkt. Übrigens auch die Beatles. Ich höre also Mozart und mache in diesem MRT-Gerät, das ist ja irre laut, man kriegt sogar so laut, so Kopfschützer, Ohrschützer auf, damit es nicht so laut ist, aber es ist irre laut. Und dann macht es Ding, 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 Ding. Und du denkst beim ersten Mal so, was ist das bitte? Wie soll ich hier 1 Stunde drin liegen? Und wenn man da ein paar Mal war, weiß man jetzt, dann kommen immer so Atembefehle und so. Ja, nimm doch die Atembefehle als Inspiration, in diesem MRT-Gerät deine Atemübungen zu machen. Und da braucht man gar nicht komplizierte Meditationskurse, Atemkurse zu machen. Atme doch einfach ein und aus. Und achte darauf, dass der Bauch nach außen geht beim Einatmen, nach innen beim Ausatmen. Was allerdings natürlich auch so ein Problem ist, und ich kenne es wirklich sehr, sehr gut, man liegt abends im Bett und der Kopf, hätte ich noch das fragen müssen, habe ich das gefragt, wie sieht das jetzt aus? Ich bin auch so jemand, ich denke an 1000 Sachen, ich liege im Bett und ich kann nicht zur Ruhe kommen. Und dann gibt es noch eine einfache Übung, die ich euch zeigen werde jetzt. Die ist wirklich so einfach, dass es keine Entschuldigung gibt, dass man sagen kann, das ist mir zu kompliziert, ich kann mir es nicht merken. Ihr könnt genau das machen. Ihr müsst nämlich nur atmen und bis 4 zählen. Und ich zeige das jetzt einmal im Sitzen und dann lege ich mich hin, weil das ist die Variante, die ich mache, wenn ich im Bett liege und nicht schlafen kann. Also, wir sitzen entspannt. Wenn wir jetzt im Krankenhaus sitzen, sitzen wir natürlich, da liegen wir ja nicht. Also im Gang, wenn wir warten. Und wir atmen ein und zählen bis 4. 1, 2, 3, 4. Und wir atmen aus und zählen rückwärts. 4, 3, 2, 1. Okay? Also, wir atmen ein. 1, 2, 3, 4. Halten den Atem und atmen aus. 4, 3, 2, 1. Und das ist wirklich so einfach. Das kann jeder. Oder? Und ich mache diese einfache Übung, wie gesagt, wenn ich im Bett liege und nicht schlafen kann. Und garantiert nach so 10 Mal merkt ihr schon, wie ihr ruhiger werdet und hoffentlich auch einschlafen könnt. Weil es ist klar, dieses Kopfkreisen und Grübeln bringt überhaupt nichts. Ihr braucht Ruhe, ihr braucht Entspannung, ihr braucht euren Schlaf. Also probiert's mal aus im Liegen. 1, 2, 3, 4. Wir atmen ein. Und 4, 3, 2, 1. Wir atmen aus. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. Wir haben eingeatmet, der Bauch ist oben oder nach außen gewölbt. Wir atmen aus. 4, 3, 2, 1. Der Bauch ist flach. Ich hoffe, ihr schlaft dann besser ein und es bringt euch was. Ich hoffe es wirklich. Es sind einfache Übungen, die euch einen kurzen Moment der Ruhe geben. Probiert's aus, lasst mich wissen, wie es läuft. Celebration. Celebration.